Deutsch lernen durch Hören. Was bisher geschah. Ebba hat viele Zettel mit Zahlen gefunden. Die Zahlen auf den Zetteln sind 10, 9, 7, 6, 4 und 3. Ebba weiß nicht, wer ihr diese Zettel gibt, und das macht sie nervös. Sie denkt, es könnten Kinder sein, aber sie findet es nicht lustig. Sie hat sogar die Polizei gerufen, aber sie konnte nichts finden. Jetzt hat Ebba Kameras in ihrer Wohnung installiert, um herauszufinden, wer ihr die Zettel gibt. Wir werden sehen, was in der zweiten Folge passieren wird, wenn die Kameras vielleicht etwas aufzeichnen. Ebba ist sprachlos, als sie die Aufnahmen der Kamera sieht. Ebba selbst ist nachts durch die Wohnung gelaufen. Sie hat die 3 auf den Zettel geschrieben und sich selbst an die Stirn geklebt. Wie kann das sein? Wieso kann Ebba sich an nichts erinnern? Warum hat Ebba sich selbst die Zettel mit dem Countdown geschrieben? Und vor allem, was wird passieren, wenn der Countdown bei 0 ankommt? Ebba weiß nicht, was sie jetzt tun soll. Sie bringt das Messer zurück in die Küche. Dann holt sie ihr Handy und ihre Handtasche. Sie möchte lieber draußen auf die Polizistin warten. So wie es aussieht, ist niemand für Ebba eine Gefahr, außer Ebba selbst. Die Polizistin ist überrascht, dass Ebba draußen auf sie wartet. »Frau Gerdes, was machen Sie denn hier?« fragt die Polizistin. »Schauen Sie sich die Aufnahmen von letzter Nacht an«, sagt Ebba und gibt der Polizistin ihr Handy. Staunend sieht sich die Polizistin die Videos an. Sie schlägt vor, Ebba in eine spezielle Klinik zu bringen, wo man sich um sie kümmern kann. Ebba hat Angst. Sie will weder in ein Krankenhaus noch allein in ihrer Wohnung sein. Die Polizistin überredet Ebba, sich die Klinik anzusehen und dort mit einem Psychologen zu reden. Während der Fahrt dorthin überlegt Ebba, ob man ihr in der Klinik wirklich helfen kann. Der Psychologe hält es nach dem Gespräch für das Beste, Ebba in der Klinik zu behalten. Ebba bekommt ein Zimmer für sich allein. Sie wird mit einer Kamera beobachtet. Außerdem kommt regelmäßig einer der Pfleger ins Zimmer, um nach ihr zu sehen. Ebba fühlt sich nicht wohl in dem Zimmer. Sie mag keine Veränderungen. Die machen sie nervös und sie ist sowieso schon so nervös und immer noch ängstlich. Die ganze Situation stresst Ebba so sehr, dass ihr ganz schwindelig ist. Darum legt sie sich ins Bett und sieht fern. Doch irgendwas ist merkwürdig mit dem Fernseher. Während einer Sendung über Tiere passiert etwas mit dem Bild. Ab und zu tauchen Bilder auf, die nicht zu der Dokumentation gehören. Sie sind immer nur ganz kurz zu sehen, sodass Ebba nicht erkennen kann, was für Bilder es sind. Sie kann nur erkennen, dass die Bilder schwarz-weiß sind und nicht bunt. Als das nächste Mal jemand nach ihr schaut, erklärt Ebba, was mit dem Fernseher los ist. Der Pfleger kann die Bilder aber nicht sehen. Für ihn sieht alles normal aus. Er rät Ebba, sich auszuruhen und vielleicht etwas zu schlafen. Das tut Ebba, aber sie schläft unruhig. Irgendwann mitten in der Nacht filmt die Kamera, wie Ebba aufsteht. Sie geht ins Badezimmer. Dort gibt es keine Kamera. Sie ist sehr lange im Badezimmer. Danach legt Ebba sich wieder schlafen. Am nächsten Morgen steht eine große 2 auf dem Spiegel im Badezimmer. Ebba hat sie mit den Fingern und mit Creme auf den Spiegel gemalt. Es hört nicht auf, stellt Ebba ängstlich fest, als sie die Zahl entdeckt.
Als ein Pfleger ihr Frühstück bringt, zeigt Ebba ihm aufgeregt die Zahl. Sie ist fassungslos. »Man hat mir gesagt, ich wäre hier sicher, aber ich bin hier nicht sicher. Es geht weiter. Ich mache mit dem Countdown weiter. Ich kann nicht mehr. Bitte helfen Sie mir.« Ebba greift nach dem T-Shirt des Pflegers. Sie zieht verzweifelt daran. Der Pfleger versucht vorsichtig, Ebba von sich wegzuschieben. »Ich hole Ihnen eine Tablette zur Beruhigung, Frau Gerdes. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ist das für Sie in Ordnung? Kann ich Sie einen Augenblick allein lassen?« schlägt der Pfleger vor und Ebba lässt weinend sein T-Shirt los. Als er weg ist, setzt sie sich auf den Boden. Sie zieht ihre Beine zu sich heran und umarmt ihre Knie. Sie fühlt sich sehr nervös. Es soll endlich aufhören. Nachdem Ebba die Tablette genommen hat, sieht sie wieder fern. Sie sieht auch wieder die schwarz-weißen Bilder, die sich in das normale Programm mischen. Allerdings kann sie die Bilder diesmal länger sehen. Sie erkennt auch, was die Bilder zeigen. Es sind abwechselnd die Zahlen von ihrem Countdown und Augen, die Ebba beobachten. Alle beobachten Ebba. Die Augen, die Kamera in ihrem Zimmer, die Pfleger und Psychologen, vielleicht auch die Polizei. Und wenn sie von der Polizei beobachtet wird, dann bestimmt auch von der Regierung. Alle beobachten sie. Bestimmt ist das der Grund für den Countdown, überlegt Ebba. Wenn sie den Countdown beendet hat, endet auch die Beobachtung. Ebba wird sie beenden. Sie weiß noch nicht, wie sie es tun wird, aber sie hat noch einen Tag Zeit, sich das zu überlegen. Deshalb beginnt sie damit, die Kamera zu beobachten. Sie überlegt, welche Teile ihres Zimmers man mit der Kamera sehen kann. Kann man Ebba sehen, wenn sie in der Ecke direkt unter der Kamera steht? Sie vermutet, dass man sie dort nicht sehen kann. Sie fragt sich, ob ein Pfleger kommen wird, wenn Ebba nicht mehr vor der Kamera zu sehen ist. Aber vielleicht gibt es versteckte Kameras, überlegt sie. Darum durchsucht sie den Raum sorgfältig, aber sie kann nichts finden. Die versteckten Kameras müssen sehr gut versteckt sein. Bestimmt gibt es auch welche im Badezimmer, doch auch im Badezimmer kann Ebba keine Kameras entdecken. Dann bekommt sie ihr Abendessen und noch eine Tablette. Der Pfleger erlaubt Ebba, die Tablette zu nehmen. Er meint nur, dass Ebba dann bestimmt besser einschlafen kann. Sie nimmt die Tablette aber nicht. Sie tut auch nur so, als würde sie schlafen. Mitten in der Nacht steht Ebba auf und stellt sich unter die Kamera. Sie kratzt an ihrem Arm, bis sie blutet. Dann schreibt sie mit ihrem Blut eine 1 an die Wand. Anschließend legt sie sich wieder ins Bett. Sie bleibt liegen, bis man ihr das Frühstück bringt. Ebba tut so, als wäre sie überrascht und als könnte sie sich an nichts erinnern. Sie bekommt einen Verband um den Arm und eine neue Tablette. Die Tablette vom Vorabend hat Ebba in die Toilette geworfen und weggespült. Das wird sie auch mit der neuen Tablette machen. Sie lässt sich nicht unter Drogen setzen. Vielleicht ist die Tablette gar nicht zur Beruhigung. Es ist bestimmt eine Droge, mit der man Ebbas Verstand kontrollieren kann. Da ist sie sicher. Die Regierung möchte ihren Verstand kontrollieren. Da spielt Ebba nicht mit. Sie lässt sich nicht kontrollieren. Ebba sieht wieder fern, damit die Pfleger und alle, die sie beobachten, nicht etwas bemerken. Sie kann das normale Programm kaum noch sehen. Sie sieht nur den Countdown und die Augen im Fernsehen. Heute Nacht ist es soweit.
Ebba wird die Beobachtung beenden. In der Nacht steht sie wieder auf. Sie stellt sich unter die Kamera. Dann reißt sie sich den Verband vom Arm und wickelt ein Stück davon um die Kamera. Es dauert nicht lange, bis ein Pfleger kommt. Ebba greift ihn an und wickelt ihm den restlichen Verband um den Hals. Dann sagt sie: Sorg dafür, dass man mich nicht mehr beobachtet. Sagt der Regierung, Ebba Gerdes lässt sich nicht kontrollieren. Sie wickelt den Verband fester um den Hals des Pflegers, aber der Pfleger schafft es, sich zu befreien. Er ruft nach seinen Kollegen. Gemeinsam bringen die Pfleger Ebba unter Kontrolle, die wild schlägt und beißt. Sie bekommt eine Spritze zur Beruhigung. Bevor sie zu wirken beginnt, schreit Ebba noch: Ihr könnt mich nicht ewig unter Drogen setzen. Ich werde einen Weg finden, um mich zu befreien und alles zu beenden. Sicher, Frau Gerdes, aber jetzt schlafen Sie erstmal. Und wenn Sie wieder wach sind, wird Sie niemand mehr beobachten. Versprochen, sagt ein Pfleger, der schon öfter mit Patienten zu tun hatte, die sich Dinge einbilden.